KI wird unsere Jobs ersetzen. Genau diese Diskussion heizt sich gerade so richtig auf. Ich habe zahlreiche Artikel gelesen von Juniors, die nicht eingestellt werden, weil KI, über furchtbare 2020er Jahre, weil KI alle Bürojobs in den nächsten 1 bis 5 Jahren ersetzen wird. Selbst Barack Obama ixt über den Einfluss von KI auf unsere Wirtschaft und die Jobs. Was wird passieren, wenn KI wirklich anfängt, Menschen zu ersetzen? Der Shopify-CEO hat beispielsweise seine Teams dazu gezwungen, bevor neue Leute eingestellt werden dürfen, zu prüfen, ob KI diese Tätigkeit nicht schon übernehmen kann. Und die Financial Times titelt, die Jobdisruption ist auf ihrem Weg. Kurz: Sie klauen unsere Jobs! Sie klauen unsere Jobs! Sie klauen unsere Jobs! Sie klauen unsere Jobs! Derweil in Deutschland fordert Fritzl Merz, dass ein Feiertag abgeschafft wird und wir anfangen, 10 Stunden pro Tag zu arbeiten, weil wir nicht genug Leute haben für alles. Da frage ich mich, was denn nun? Ich habe in den letzten Wochen eingehend mich mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe Studien von der OECD gelesen, von Quellen, die ich sonst nie zu Rate ziehe, wie McKinsey und dem World Economic Forum, aber eben auch von der KI-Bubble mir angeschaut, mit der ich mich ja für gewöhnlich sonst beschäftige und mich wirklich ernsthaft gefragt, wie weit sind wir wirklich schon und was kommt bis 2030 auf uns zu? Denn sowas ist gesellschaftlich ein ziemlicher Bruch, den wir so noch nie hatten. Und ehrlich gesagt gibt es eigentlich hauptsächlich 2 sehr, sehr wichtige Quellen in dieser Debatte, die so ziemlich alles gestartet haben. If AI progress totally stalls, you think that the models are really spiky and they don't have general intelligence, it's so economically valuable and sufficiently easy to collect data on all of these different jobs, these white-collar job tasks, such that, to Sholto's point, we should expect to see them automated within the next 5 years. Yeah. Anthropic-Forscher und auch deren CEO sagen vorher, dass mit heutigen KI-Systemen, also ohne dass wir irgendwas weiterentwickeln müssen, alle Bürojobs in den nächsten Jahren wegfallen. Das war einer der Hauptauslöser. Und ganz kurz, da ich 2 Kanäle habe und einer speziell an ITler gerichtet ist, nicht dieser hier, verweise ich für alle ITler und IT-Interessierten noch auf das andere Video, was ich fast zeitgleich versuche rauszubringen auf dem The Morpheus Tutorials Kanal. Es wird vermutlich nicht das letzte Mal sein, dass wir auf beiden Kanälen über dieses Thema sprechen, wenn wirklich sowas Drastisches vorsteht. Weil es ist ein wichtiges Thema und fairerweise, ich habe auch irgendwie eine Pflicht euch gegenüber, euch da so ein bisschen, zumindest aus meiner Blase, das zu geben, dass ihr das für euch selber entscheiden könnt, was wichtig ist und was für euch einfach vielleicht überhaupt nicht wichtig ist. Aber dem gegenüber stehen natürlich auch Leute, die nicht so ganz zugehört haben und McDonald's Drive-Thru als Bürojob qualifizieren. Aber anyways, zu denen kann man tatsächlich sogar auch sagen, sorry, aber baut seit 2023 auch für ihren Drive-Thru ein AI-System. Aber noch viel wichtiger für alle, die mir raten, ins Handwerk zu gehen, weil ist ja kein Bürojob. Es ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, bis KI, in dem Fall physische KI, wie Nvidia das Ganze nennt, auch diesen Bereich durchdringt und mit Robotik weitermacht. Das hier ist der Figure O2, das weitergeführte Modell vom Figure O1. Ich weiß nicht, ob wir hier Leute haben, die so lange schon dabei sind und dieses Video von mir auch gesehen haben. Es ist gar nicht mal so lange her, fairerweise, als die erste Version dieses Roboters rauskam. Und es wird wahrscheinlich auch nicht so lange gehen, bis wir Version 3 oder 4 bekommen. Und der hier kann schon wirklich sehr, sehr lange, in dem Fall, Pakete sortieren, I guess. Das Video geht übrigens eine volle Stunde und ist vom offiziellen YouTube-Kanal. Es ist also kein VO3-generiertes Video von irgendwie Instagram oder so. Deswegen, ich vermute einfach, dass sich all das durch alle Bereiche unseres Jobs, unseres alltäglichen Lebens durchziehen wird. Und vielleicht ganz kurz an der Stelle die Leute, die mich immer darauf hinweisen, dass ich KI bitte nicht KI nennen soll, weil sie nicht derart intelligent ist wie ein Mensch. Künstliche Intelligenz ist nicht Intelligenz. Und das ist außerdem eine ganz, ganz andere Debatte. Für unser Video hier ist erstmal egal, ob ein Large Language Model einen Job übernimmt und dabei tatsächlich denken kann wie ein Mensch oder einfach nur effizient Muster repliziert und einfach glorifizierte Statistik ist. Wenn es funktioniert
und es den Job machen kann, dann zählt das. Wie ist dann erstmal egal. Der wichtige Punkt ist, die Roboterdichte in allen Ländern hat in den letzten Jahren schon drastisch zugenommen. Natürlich nicht als Haushaltsroboter, wie wir das vielleicht erwarten würden, aber als Arbeiter in Werkhallen. Und ja, Deutschland ist da sogar relativ weit vorne dabei, auf dem 4. Platz. Ganz so abgehängt scheinen wir dann doch nicht zu sein. Das ist ja schon irgendwie auch unser Metier, dann mit irgendwelchen Maschinen zu arbeiten. Aber hier muss man natürlich unterscheiden. Es gibt Roboter, was allgemein einfach Roboter heißt, und es gibt irgendwie dieses Neue, diese humanoiden Roboter, die wir gerade gesehen haben. Roboter im Sinne von, macht eine Aufgabe wie das Zusammenschraubens eines einzelnen Teils, genau desselben Teils immer in einer Werkhalle und naja, das immer wieder. Und auf der anderen Seite, Roboter im Sinne von humanoide Roboter meinen oftmals wirklich, dass neue Aufgaben auch erlernt werden können. Ich kann einem humanoiden Roboter im besten Fall mit seinen 2 Händen beibringen, mit Werkzeugen umzugehen, ähnlich wie ich selber. Also im besten Fall besser als ich selber, weil ich es nicht kann. Aber ja, das ist, wenn es klappt, fundamental neu. Es klappt aber eben noch nicht wirklich gut. Aber wir gehen in diese Richtung. Und das ist tatsächlich etwas anderes. Also nicht speziell für eine Aufgabe, sondern beigebracht zu bekommen, welche Aufgaben man hat. Beigebracht zu bekommen, beispielsweise Staubsaugen, Wäsche zusammenlegen und Spülmaschine ausräumen, anstatt dass man einfach nur eine Spülmaschine hat, die nur zum Waschen da ist, wo dann immer noch der Mensch irgendwas tut. Damit würden KI-Modelle, wie wir sie kennen, in Form von ChatGPT und physische KI in Form von Robotik, tatsächlich an menschliche Fähigkeiten stoßen. Und hier fängt dann die große Debatte an. Denn wenn das annähernd passieren kann, dann ist Technologie zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte kein Tool, kein Add-on mehr, das uns unterstützt, sondern eines, das uns ersetzt. Und das versetzt uns in Angst und Schrecken. Obwohl wir eigentlich happy sein sollten, weil, naja, dann müssen wir es nicht mehr machen. Und irgendwie kriege ich mit, dass viele Leute viele Tätigkeiten gar nicht mal so gerne machen. Die eine Seite schreit jetzt aber gerade Bullshit, das kann niemals passieren. Die andere schreit Verleugnung, ihr wollt die Wahrheit einfach nicht sehen. Die einen zeigen auf, was KI noch immer nicht kann, und die anderen zeigen auf, was schon alles geht und erst seit 2 Jahren geht. Was aber wahr ist, falls wir da hinkommen, wird eine menschliche Arbeitskraft es ziemlich schwer haben. Überlegt euch mal, KI. 24/7 Arbeitszeit, und wenn du einen Mitarbeiter mehr brauchst, dann hol dir einfach ein Abo-Upgrade oder stell dir einen neuen Rechner in den Keller. Wirtschaftlich gesprochen machen menschliche Arbeitskräfte dann einfach keinen Sinn mehr. Ich habe also erstmal angefangen, mir Studien durchzulesen, wie sehr wir denn schon in diesem Moment gerade Jobs automatisiert bekommen. Das hier ist der Grad an Automatisierung, den ich grob versucht habe zu verdeutlichen. Bis heute übrigens. Der letzte Bobble hier ist 2025. Und das Ganze meint auch in Prozent ungefähr. Und auch hier übrigens ein Disclaimer. Das hier sind meine eigenen Einschätzungen, basierend auf Zahlen und Forschung aktuell. Ihr findet einen Haufen Shownotes und Quellen unten in der Beschreibung. In der Praxis muss man aber dazu sagen, das unterscheidet sich natürlich drastisch, je nach Branche. In der Softwareentwicklung versuchen wir absichtlich alles zu automatisieren. In der Baubranche machst du am besten alles von Hand. Operations ist schon fast mad, wenn sie überhaupt ein Skript anpassen müssen. Nicht böse nehmen, ich liebe euch alle. Aber wir sehen hier mehrere Dinge. 2020 ist das Ganze erstmal langsamer geworden. Und trotz der Einführung von ChatGPT hat sich da nicht so viel beschleunigt. Das ist erstmal komisch, aber es wird plötzlich ziemlich logisch, wenn man bedenkt, wie schlecht ChatGPT anfangs einfach war. Man spricht hier mittlerweile von einer Art AI-Plateau. Das hatte sich dann aber ab 2023 wieder etwas gelegt. Mehr Applikationen konnten automatisch durchgeführt werden, während ich 2023 zwar noch langsamer war, wenn ich eine KI programmieren lassen habe, bin ich heute etwa 5-mal so schnell, weil ich 5 Agents gleichzeitig starten kann. Und das ist kein Witz. In diesem Moment laufen 3 Agents im Hintergrund. Claude Code läuft eigentlich fast durch bei mir mittlerweile. Und ja, das beschleunigt selbstverständlich meinen Arbeitsalltag. Aber gleichzeitig ist für viele Unternehmen der ganze
KI-Sektor noch wahnsinnig unsicher, wenn sie da nicht zu Hause sind. Tech-Unternehmen sind da ein bisschen außen vor genommen, die sind damit ein bisschen vertrauter. Aber selbst da sollte man als Unternehmen vielleicht noch warten. Kommt vielleicht in den nächsten 2 bis 3 Monaten schon noch ein großes Modell? Vermutlich ja. GPT-5 wurde für diesen Monat zumindest geleakt und potenziell angekündigt. Und spätestens ein paar Monate später wird wieder irgendwas kommen. Lohnt es sich dann also überhaupt schon, mich damit zu beschäftigen? Und sollte ich nicht vielleicht noch ein bisschen länger warten? Naja, vermutlich, es würde sich lohnen, aber es machen sehr viele nicht. Tatsächlich muss man aber sagen, dass mittlerweile über 90% der Tech-Firmen mittlerweile generative KI benutzen. Und in den letzten Jahren haben wir einen deutlich höheren Anstieg an Automatisierung gesehen als davor. Eben ab da, wo man ChatGPT wirklich eine Aufgabe geben konnte oder generell LLMs eine Aufgabe geben konnte. Man kann sie jetzt Code schreiben lassen, man muss noch drüber lesen, ja, aber man muss nicht mehr alles von Hand schreiben. Aber um so einen massiven Anstieg sehen zu können, wie es jetzt in den letzten 2 Jahren passiert ist, kam natürlich vor allem auch KI zum Einsatz, die auf unseren Daten trainiert wurde. Und da wollte ich euch nochmal eine Story von mir erzählen. Und ich glaube, da es schon wieder so lange her ist, kennen viele von euch die Story noch gar nicht. Ich habe letztes Jahr einen Phishing-Brief bekommen, per Post, also Papier und Briefmarke. Mit meiner alten Adresse, Telefonnummer, sogar dem Namen meiner ersten Katze. Da wurde mir plötzlich klar, sogar meine Daten sind einfach überall. Also bin ich auf Incogni zugegangen. Ja, ich habe sie angeschrieben, nicht andersrum. Im Kern ist Incogni ein automatisierter Löschdienst. Die schicken in deinem Namen GDPR-Anfragen an über 250 Databroker und nerven die einfach so lange mit Anwälten, bis die deine Daten löschen. Technisch gesehen ist das nichts, was du nicht selber machen kannst. Praktisch gesehen, viel Spaß dabei, 250 Firmen einzeln anzuschreiben und alle 90 Tage nachzuhaken. Neu ist jetzt aber Custom Removals bei Incogni. Heißt, du googelst deinen Namen, findest deine Daten auf irgendeiner windigen Seite, kopierst den Link zu Incogni, die kümmern sich drum und du hast dabei unbegrenzt viele Anfragen. Und ihr braucht wirklich nichts anderes als einen Link da rein zu copy-pasten. Nicht perfekt ist es, weil Regierungsseiten, Social Media und Gerichtsunterlagen, da können sie halt nichts machen. Das dauert aber insgesamt bis zu 45 Tage pro Seite und sofern es keine Gerichtsunterlagen sind, ist es danach halt weg. Und das wäre schon irgendwie auch Next Level. Dementsprechend, wie üblich, findet ihr den Link in der Beschreibung, beziehungsweise hier als QR-Code neben mir. Code Morpheus spart euch nochmal zusätzlich 60% auf den Jahresplan, also schlagt direkt am besten zu. Okay, schauen wir uns die kommenden Jahre an. Hier gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche Vorhersagen. Manche, wie das AI 2027 Paper, das wir uns ja auch angeguckt haben, sagen voraus, dass wir eine Superintelligenz bekommen bis 2027 und dann sowieso alles automatisch läuft. Und in dem Fall, herzlichen Glückwunsch, dann musst du halt tatsächlich nicht mehr arbeiten, muss aber niemand mehr arbeiten. Wieder andere sagen allerdings sowas wie einen AI-Winter vorher, sodass quasi die Automatisierung langsamer abläuft, als es jetzt gerade in den letzten Jahren eigentlich immer der Fall war. Und ich finde, wir sollten diese sehr unterschiedlichen Prognosen mal nüchtern betrachten. Einfach mal offen sein für alles. Was, wenn es denn wirklich so ist? Und selbstverständlich starten wir mit der ersten, dürfte klar sein. Und zwar, die erste ist eigentlich ASI, also die Artificial Super Intelligence ist nah. Vertreter von dieser Theorie sind zum Beispiel Dario Amodei, der CEO von Anthropic und auch Sam Altman. Und hier mal ein Blogpost von Sam Altman und bitte beachtet, das ist ein Blogpost, nichts weiter. Das hier von mir ist eigentlich auch ein Blogpost. Und jeder berichtet aus seiner Blase, wie er das Ganze wahrnimmt. Deswegen nehmt sowas vielleicht ernst, aber halt nur zu einem gewissen Teil. Er schreibt hier: Wir sind über den Event Horizon, also über den Schwellwert drüber. Der Take-Off, also der Punkt, an dem diese exponentielle Kurve nach oben geht, der hat nun gestartet. Und die Menschheit ist kurz davor, eine Superintelligenz zu bauen. Und auch heute schon ist KI schlauer in manchen Bereichen als Menschen und übertrifft sie deswegen. Und natürlich hat er in gewisser Weise recht. Es gibt schon jetzt Anwendungen, wo KI-Modelle uns Menschen übertreffen. Ein kleines Beispiel wäre AlphaFold. AlphaFold ist eine KI, die Proteinfaltung berechnet und wahnsinnig wertvoll für die Medizin ist. Das geht nur mit Hilfe von KI-Modellen und dieses Ding ist wirklich sehr, sehr akkurat, von DeepMind übrigens.
Aber bitte behaltet auch hierbei im Kopf, dass Sam Altman als CEO von ChatGPT oder von OpenAI besser gesagt und auch Dario Amodei als CEO von Anthropic auf Investorengelder angewiesen ist und sowas auch immer eine Form von Marketing ist. Schauen wir uns deswegen einmal das zweite an, nämlich die AI-Bubble. Hier ist eigentlich so der Haupttenor, ja gut, wenn ich Fortschritt habe, dann führt das immer zu mehr Fortschritt. Also sprich, ich kann das, was ich habe, benutzen, um mehr Forschung zu betreiben. Und wenn ich Forschung nutze, um weiter an KI zu forschen, dann beschleunigt das den Fortschritt. Und fairerweise, auch hier haben wir einen Punkt. Es gibt beispielsweise Sakana.ai. Das ist ein sogenannter AI-Scientist, die haben es einfach so genannt, und ist dazu da, um Forschung zu betreiben, also wissenschaftliche Paper zu schreiben, basierend auf dem, was wir schon wissen und basierend auf dem, was wir vielleicht ausprobieren können. Man gibt also Sakana AI einfach eine Art Berechnungsraum und dann wird da drin berechnet. Es werden Codezeilen geschrieben, es wird geschaut, ob etwas funktioniert, eine Hypothese wird aufgestellt und es kommt am Ende ein Forschungspaper bei raus und tatsächlich hat Sakana AI bereits mehrere Paper veröffentlicht, die dann auch tatsächlich geprüft wurden und für richtig befunden wurden. Und auf der anderen Seite möchte ich hier Alpha Evolve, also nicht AlphaFold, sondern Alpha Evolve nennen. Alpha Evolve ist ein Agent, der auf Gemini basiert, also das, was wir von Google kennen, und tatsächlich benutzt wurde, um neue, fortgeschrittene Algorithmen zu optimieren. Es gibt einen wichtigen Algorithmus, der sehr, sehr stark in KI-Berechnungen zum Einsatz kommt, nämlich Matrixmultiplikation. Ist etwas, das wissen wir schon lange, wie das geht, aber es zu berechnen, ist anstrengend. Deswegen ist es so teuer, KI-Modelle auszuführen. Und Alpha Evolve hat eine Aufgabe geschafft, die Mathematiker seit Jahren nicht verbessert bekommen haben, nämlich es hat diesen Algorithmus verbessert. Nicht viel, aber in der Summe, wenn man bedenkt, wie häufig diese Matrixmultiplikation ausgeführt wird, führt das dazu, dass KI-Berechnungen jetzt plötzlich günstiger geworden sind und schneller laufen. Und das ist genau das. Forschung führt zu mehr Forschung. Okay, aber es gibt auch ein paar andere Probleme, wenn wir über Jobs reden. Jobs ist ja nicht unbedingt Forschung. Das, was wir in einem Unternehmen wahrnehmen oder gar in Behörden wahrnehmen, das ist nicht gerade der aktuellste Stand der Forschung. Dementsprechend gibt es eine dritte Gruppe von Menschen, die sagt, AI ist schön und gut, aber die Integration ist eine andere Sache. Ich kann das benutzen, um sehr, sehr schnell Prototypen zu entwickeln, ja, aber für den produktiven Einsatz, also wirklich in der Öffentlichkeit, da reicht es einfach noch nicht so richtig. Da brauchen wir mehr. Da ist eine Komponente dahinter, die wir nicht so richtig im Griff haben. Und das sind Menschen. Und hier ganz großes Stichwort, das kennt man vielleicht aus der BWL, ist nicht mein Fachgebiet, einmal ganz kurz gesagt. Ich bin Informatiker. Bei der BWL gibt es das sogenannte Change Management. Change Management meint sowas wie, die Ursula aus Abteilung HR möchte einfach keine KI zum Schreiben von E-Mails einsetzen, weil sie es irgendwie uncool findet und lieber mit den Leuten von Hand reden möchte. Und sie hat durchaus recht, weil sie das jahrelang so gemacht hat und das sicher bewiesen hat. Aber wenn Ursula in Rente geht, dann kann es ein bisschen schwierig werden, weil danach der Job von Ursula einfach, besetzt werden muss und das oftmals einfach nicht mehr geht. Das meint Change Management. Sehr viel menschliche Arbeit. Und was da auch reinfällt, sind Regulierungen. Sowas wie der AI Act oder sowas wie vielleicht zukünftige Regulierung, die sagen, so ganz automatisch machen darfst du nicht, weil rechtlich ist das sonst schwierig. Sowas lässt sich dann natürlich nicht automatisieren, wenn der Gesetzgeber vorschreibt, dass da ein Mensch Probe lesen muss. Dementsprechend ist der Mensch dann natürlich das Bottleneck. Und das sehen Sie hier. Und außerdem ein letzter Punkt, der ROI. Etwas, das BWLer lieben, der Return on Investment. Das heißt, die ganzen Firmen, die ganzen Investoren, die in KI ihr ganzes Geld reingebuttert haben, wollen so allmählich mal ein bisschen Money sehen. Gleichzeitig ist KI aber im Ausführen sehr, sehr teuer. Und weil es so teuer ist, nehmen diese Firmen halt leider nicht ganz so viel Geld ein. Was unter anderem übrigens der Grund ist, warum wir sowohl von Anthropic als auch von OpenAI als auch von Google einen Tarif sehen für ganz, ganz hohe Nutzungsrechte, wo man quasi unendlich viele Anfragen offen hat, oder nicht mal unendlich viele im Fall von Claude, der über $200 im Monat kostet. Und das leisten sich halt nicht so viele Menschen.
Dementsprechend ist für viele da so ein bisschen, okay, wie kann AI wirtschaftlich gemacht werden, trotz der hohen Serverkosten? Und genau das sehen wir auch hier. Auch da haben wir haufenweise Belege. Forbes schreibt zum Beispiel, wann gibt es endlich Money? Und eine andere Studie, die ich euch auch unten selbstverständlich verlinkt habe, sagt, dass bisher insgesamt nur 17% der Firmen erfolgreich KI in ihren Workflow eingebunden haben und fast die Hälfte aller Mitarbeiter ihre, Einschränkung sieht bei KI-Annahme. Das heißt, sie wollen vielleicht auch gar nicht KI für eine Aufgabe verwenden und dementsprechend machen sie es lieber selber. Und wie gesagt, das ist alles völlig berechtigt. Jede Seite hat hier valide Argumente. Das ist jeweils nur, welchen Graph man hier verfolgt. Und die Graphen unterscheiden sich ja schon drastisch von 100% Automatisierung bis hin zu 41% in der niedrigsten Version. Das ist schon ein drastischer Unterschied. Und deswegen schauen wir uns auch nochmal den untersten Graphen an. AI Winter. Das Ganze bringt uns einfach alles nichts. Und hier wird angenommen, dass wir tatsächlich in den nächsten Jahren ein Plateau erreichen, unter anderem wegen geopolitischen Konflikten, die wir durchaus gerade sehen, und KI das Ganze halt einfach nicht besser machen wird. Und deswegen wird weniger automatisiert und eher wieder mehr von Hand gemacht. Und auch hier sehen wir Trends wie zum Beispiel sowas hier, werden wir vielleicht in einen neuen AI Winter kommen und die öffentliche Meinung, die tatsächlich vielleicht sich gar nicht mehr so drüber freut, wenn KI mehr kommt. Und tatsächlich ist das dann auch ein Punkt, wo man sagt, okay, dann machen wir kein KI in unserem Betrieb. Wenn beispielsweise bei Duolingo plötzlich die ganzen Nutzer deinstallieren, weil KI im Einsatz ist. Das ist ein Punkt, wo man dann sagt, okay, dann können wir das nicht machen, weil es würde zwar funktionieren, aber es ist geschäftsschädigend, weil Leute es hassen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch sowas wie Apple, die zum Beispiel sagen, hey, KI kann eigentlich übrigens gar nicht so richtig denken. Und deswegen ist es eigentlich auch gar nicht so erfolgreich. Also hier sehen wir so ein bisschen die öffentliche Meinung, die sehr, sehr relevant ist bei diesem KI-Winter. Und wenn die Öffentlichkeit KI hasst, dann wird das nicht eingesetzt. So einfach ist das. Und ja, das ist ein sehr komplexes Feld. Ihr seht, es geht nicht nur um die technische Komponente hierbei. Es geht auch vielleicht um die technische Komponente, wie gut sind diese Modelle tatsächlich. Aber es geht zu einem massiven Teil auch um ganz, ganz andere Faktoren, die fairerweise nicht wirklich was damit zu tun haben. In der Vergangenheit haben wir eigentlich auch gesehen, dass KI sehr viel früher schon irgendwo sein hätte können, aber es halt nicht war. Die Fundamente von KI übrigens stammen aus den 1960er Jahren. Also Perzeptronen, KI-Modelle oder generell solche neuronalen Netze, wie wir sie heute fast kennen, die sind schon echt alt. Aber wir hatten damals halt einfach nicht die Rechenleistung, um irgendwas Sinnvolles damit machen zu können. Und jetzt gerade kommen wir an den Punkt, wo wir genug Rechenleistung haben, damit wir etwas Sinnvolles damit machen können. Aber wie sinnvoll und wie weit das hochskaliert, das können wir halt nur sagen, wenn wir es wirklich ausprobieren. Und deswegen habe ich hier mal einige Faktoren für euch dabei, an was es vielleicht mangeln könnte oder was wir gerade sehen, wie sich der Trend noch weiterhin entwickelt. Und auch damit möchte ich wieder so ein bisschen zeigen, welchen der Graphen man vielleicht für realistischer erachten könnte. Auch hier wieder, das alles sind öffentliche Quellen. Was hinter verschlossenen Türen passiert, das können wir nicht sagen. Trotzdem müssen wir hier einmal ganz kurz, ich habe hier übrigens, das sind dieselben 4 Graphen, nur ganz kurz gesagt, und das hier ist immer noch der Superintelligence-Graph hier, der obere, der mittlere ist immer noch der AI-Bubble-Graph, der mittlere untere ist immer noch der AI versus Integrationsgraph und der unterste ist immer noch der AI-Winter-Graph, aber eben von heute, 2025, bis 2030 hoch. Weiter als 2030 traue ich mir ehrlich gesagt nicht zuzudenken, denn es ist wirklich schwer momentan irgendwas einzuschätzen. Und die allermeisten Analysen hören auch wirklich im 2030 spätestens auf. Dementsprechend auch hier wieder, wie gesagt, alle Quellen unten verlinkt. So, der erste wichtige Punkt ist selbstverständlich, ihr seht es oben, ist die Hardware. Haben wir eigentlich genug Hardware, um all das ausführen zu können, was wir ausführen wollen? Ich meine, wenn wir sagen, wir wollen so viele Menschen plötzlich automatisieren, dass wir alle White-Collar, also alle Bürojobs wegbekommen, dann brauchen wir wirklich viel Hardware, weil, es sind wirklich viele Menschen. Und dementsprechend, ja, wir sehen hier einige Trends. Zunächst mal die Preise oder die Rechenleistung, die nötig ist. Wir haben einmal hier eine Vorhersage von 2024 von ARK Invest.
ARK Invest ist eine Firma, die macht halt Vorhersagen und ist eine Investmentfirma. Aber gut, sie haben vorher gesagt, dass ungefähr jedes Jahr die Kosten, um KI auszuführen, um 75% fallen wird. Und zwar pro Jahr. Das ist drastisch viel und erfordert immense Ausführung oder immense Optimierung von Algorithmen und immense neue Forschung an Formen von KI-Modellen, damit die schneller ausführbar werden. 75% ist wirklich, wirklich viel. Trotzdem können wir das für dieses Jahr zumindest mal mit einem Haken bestätigen. Denn OpenAI hat vor nicht allzu langer Zeit, also im Juni tatsächlich, den Preis für die Ausführung von O3, also für OpenAIs Flaggschiff-Modell sozusagen, reduziert. Und zwar um 80%. 80% bedeutet, nicht für euch im Sinne von, wenn ihr es benutzt, als in eurem Abonnement drin, aber wenn eine Firma dieses KI-Modell bei sich integriert, das kann jede Firma einfach tun, das habe ich auch schon getan, das kann man einfach mit Code dann anfragen. Also ich schicke eine Anfrage per Code an ChatGPT, aber das ist nicht mit dem Abo abgedeckt. Das muss ich jedes Mal separat bezahlen. Beispielsweise auch wenn ich Code entwickle, muss ich das separat bezahlen. Das ist nicht im Abo drin. Und hier war es bislang so, dass OpenAI's O3 einfach lächerlich teuer war. Und jetzt 80% günstiger zu sein, führt natürlich dazu, dass es sehr viel mehr Firmen bei sich importieren bzw. auch einfach verwenden in den eigenen Diensten, weil das ist plötzlich halt 80% weniger Geld, das sie ausgeben müssen. Auf der anderen Seite hat ARK Invest auch vorhergesagt, dass die Robotikindustrie eine Industrie von 24 Trillionen Dollar ist und dementsprechend viel Money wird da gerade rein investiert. Okay, das ist aber nur ein Aspekt von Hardware, richtig? Dass es günstiger wird, dass die Algorithmen effizienter werden und dass natürlich Investoren Bock auf das Ganze haben. Die andere Seite ist allerdings, wie sieht es denn mit tatsächlicher Hardware aus? Und auch hier sehen wir einen deutlichen Trend. Was Robotik angeht, das chinesische Government, die chinesische Regierung hat tatsächlich viele Unterstützungsfonds angekündigt und will die auch weiterhin ausgeben. Und ja, da gibt es immer wieder diese Cluster, wo dann mehrere Unternehmen zusammenkommen, obwohl sie eigentlich Konkurrenten sind, und einfach an einem Projekt gemeinsam arbeiten. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Das ist was relativ Einzigartiges in der chinesischen Wirtschaft. Das kenne ich so tatsächlich, glaube ich, nicht von irgendwo anders, aber das hat natürlich damit zu tun, dass die Regierung sehr, sehr viel Einfluss hat. Ist trotzdem wahnsinnig beeindruckend. Und auf der anderen Seite, und das Stargate-Projekt. Das Stargate-Projekt ist von OpenAI, ist tatsächlich eine eigene Firma und hier wird geplant, 500 Milliarden über die nächsten nur 4 Jahre zu investieren in KI-Infrastruktur, also in Rechenzentren, in Server. Und das führt natürlich dazu, dass sehr, sehr viel mehr Hardware gebaut wird, sehr, sehr viel mehr Hardware auch entwickelt wird und dementsprechend natürlich auch eingesetzt wird. Und jedes Jahr wird die Hardware sowieso immer stärker. Ihr kennt das Ganze von Nvidia. Auch hier sehen wir einen massiven Sprung, weil Nvidia setzt zum Beispiel auch KI ein, um ihre Hardware effizienter zu machen. Also all das zusammengenommen können wir sagen, die Hardware ist gerade ordentlich am Boom. Die ganze Industrie um die Hardware rum ist wahnsinnig am Boom. Google entwickelt ihre eigenen Chips, Apple entwickelt ihre eigenen Chips und natürlich Nvidia ist sowas von im Game. Und es gibt noch so viele mehr, die einfach dran forschen, einfach dedizierte Hardware zu bauen, nur für KI. Also das auf jeden Fall gegeben, I guess. Das zweite sind aber Regulierungen. Regulierungen könnten das Ganze so ein bisschen dämpfen und die Entwicklungsfortschritte verlangsamen. Und hier gibt es 2 nennenswerte Regulierungen, die es weit gibt. Fairerweise, China hat einfach nur gesagt, hey, wenn ihr Content mit KI ins Internet blast, dann müsst ihr es labeln. Also ihr müsst angeben, das ist mit KI generiert. Während die EU hat ein bisschen mehr Vorschriften gegeben. Die großen Firmen kommen allerdings nicht aus der EU. Und die großen Firmen, wie beispielsweise ChatGPT bzw. OpenAI, Anthropic und vor allem auch Google, sind in den USA. Und wenn wir uns mal Meta angucken, auch eine KI-Firma, nicht ganz so erfolgreich wie die anderen großen, aber auch eine US-amerikanische KI-Firma, Meta hält sich seit Trump eigentlich immer weniger an EU-Vorschriften. Da gibt es eine Sache, die ich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, wahrscheinlich schon als Short verarbeitet habe, und zwar, dass in WhatsApp jetzt plötzlich die Daten von Instagram auch für Werbung genutzt werden, was eigentlich nicht zulässig ist, wenn man sich an EU-Recht halten würde.
Was sie aber auch schon getan haben bei Instagram, da haben sie auch schon, also nicht ganz genau so, aber sie haben auch schon gesagt, entweder du bezahlst oder du sagst, okay, eins von beidem. Und eigentlich ist auch das schon schwierig gewesen, beziehungsweise theoretisch nicht ganz legal. Praktisch haben sie es trotzdem gemacht und haben nicht auf den Deckel bekommen. Das ist tatsächlich einfach jetzt gerade so ein Bruch mit den EU-Richtlinien, aber was sollen wir machen? Wir haben nichts Eigenes. Dementsprechend ist der AI-Act von der EU vielleicht nicht ganz so wirkungsvoll, wie wir uns das vielleicht erhoffen. Von dem her sind die Regulierungen hier nicht unbedingt so mächtig, wie wir das vielleicht erwartet hätten. Okay, schauen wir uns das Momentum an. Momentum bedeutet, wie sehr haben Firmen Bock, KI bei sich einzusetzen. Das war ja was wir vorhin angesprochen haben, was durchaus limitierend sein kann. Und hier sehen wir, ich fange mal mit der unteren Studie an, kommt bitte hier kurz mit runter. Und zwar im Jahre 2020 gab es eine Umfrage vom World Economic Forum, nach der 47% der Geschäftstätigkeiten eines Betriebs im Jahre 2027 automatisiert sein sollten, beziehungsweise sogar im Jahre 2025, also heute automatisiert sein sollten. Das war eine Studie aus 2020. Im Jahr 2023 hingegen haben sie genau diese Studie nochmal befragt, oder diese Firmen nochmal befragt, und die Firmen haben gesagt, vielleicht 42%, also weniger, im Jahr 2027, also 2 Jahre später. Das heißt, die Vorhersagen sind runtergegangen und das Jahr, wo sie das erreichen wollen, ist ein bisschen nach oben gegangen sogar. Das heißt, deutlich weniger eigentlich. Aber, und jetzt schauen wir uns die Studie ein Jahr später von McKinsey an. Im Jahre 2023 war die Nutzung von generativer KI bei 33%. Und hier sehen wir die Adoption, also wie viel KI wirklich genommen wurde und bei sich eingepackt wurde im Unternehmen, ist so rumgepimmelt bei 47 bis, maximal 58%. Und das höchste war im Jahr 2019. Und danach ist es eher runtergegangen, dann wieder ein bisschen hoch, dann wieder ein bisschen runter, dann wieder ein bisschen hoch. Es ist so hin und her geschwankt. Im Jahr 2024 allerdings sind hier diese Zahlen wirklich nach oben geschossen. Die Nutzung von generativer KI hat sich fast verdoppelt. Und die Adoption of AI insgesamt im Unternehmen ist auf 72% hochgegangen. Sprich, auf ein Allzeithoch. Allein von 2023 auf 2024. Wenn wir uns nochmal vorher angucken, wo wir waren, im Jahr 2023 waren wir auf diesem Plateau und ab da ist es leicht nach oben gegangen oder eben stärker nach oben gegangen. Sprich, das Momentum scheint hier zumindest aktuell gerade wieder auf der Seite, okay, man nutzt es in seinem Unternehmen zu sein. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie es jetzt natürlich weitergehen wird. Wenn die öffentliche Meinung sagt, hey, wir hassen KI, dann wird das natürlich wieder zurückgefahren, weil es einen Backlash gibt, wie beispielsweise bei Duolingo. Aber wenn man hier sagt, okay, wir mögen das, wir finden es gut, wenn wir besseren Support haben oder was auch immer, dann wird das natürlich weiter nach oben getrieben. Und hier wird immer wahrscheinlich so ein bisschen die Balance gefahren. Alles in allem sehen wir aber auch hier, das Momentum sagt gerade eher Go als Stopp. Kommen wir aber zu einem letzten Punkt von Faktoren und das ist natürlich Energie. Denn KI-Anwendungen fressen Energie und zwar jede Menge. Und wir brauchen gerade eher mehr Energie als weniger. Wir haben einen Energiewandel auch. Wir versuchen auf erneuerbare Energien umzustellen und alle möglichen Leute schaffen sich E-Autos an. Wir schaffen uns Wärmepumpen an, die natürlich auch Strom brauchen. Und gleichzeitig brauchen wir immer mehr Energie für Datenzentren. Und hier habe ich leider nur eine Quelle gefunden, die wirklich getaugt hat. Und zwar diese hier, oder zwei eigentlich genau. Das sind zwei verschiedene. Und zwar einmal, dass eben der Stromverbrauch in den USA nur für Datenzentren, also nur für Rechenzentren, in denen auch KI zum Beispiel läuft, deren Stromverbrauch ist gestiegen von 58 Terawattstunden im Jahr 2014 auf im Jahre 2023 176 Terawattstunden. Das ist mehr als verdreifacht. So stark ist es gestiegen. Es wird aber geschätzt, dass bis 2028 der Stromverbrauch sich verzehnfacht, also bis zu verzehnfacht seit 2014. Und deswegen sehen wir auch immer mehr, dass die großen Firmen, die sehr viel mit KI machen, also eben Amazon, Google, Microsoft, OpenAI und so weiter und so fort, die versuchen irgendwo anders her ihre Stromversorgung zu sichern. Beispielsweise mit mit Kernkraft, beispielsweise aber auch sowas, was Grok gemacht hat, mit Dieselgeneratoren einfach. Und das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen.
wird aber natürlich auch immer einen gewissen Backlash geben. Und da wird auch wahrscheinlich wieder geguckt, wie sehr kann man da das ausbalancieren. Was wir an der Stelle allerdings noch nicht betrachtet haben, sind Faktoren, die noch nicht wirklich uns, irgendwie fest im Griff sind, beziehungsweise die wir nicht einschätzen können. Sowas wie Quantencomputing. Ich vermute zwar nicht, dass es in den nächsten paar Jahren wirklich super relevant wird, dass es wirklich benutzt werden kann, aktiv, um beispielsweise Machine Learning oder KI-Anwendungen zu berechnen. Und Kernfusion vermute ich auch nicht, dass es in den nächsten paar Jahren einsatzbereit ist, dass wir es wirklich benutzen können. Aber möglich ist es. Das weiß man einfach nicht an der Stelle. Und deswegen, es sind sehr viele Variablen hierbei. Und es handelt sich hier um viele verschiedene Vorhersagen von vielen verschiedenen Experten, die alle verschiedene Hintergründe haben. Alles in allem sind das aber Argumente, um den Grad der Automatisierung zu messen. Und die Argumente reichen tatsächlich für in 5 Jahren 100%, über in 5 Jahren 70%, über in 5 Jahren so, 50% ungefähr, über in 5 Jahren sind wir ungefähr noch da, wo wir heute sind. Und das sind sehr unterschiedliche Vorhersagen, selbstverständlich. Hier zu raten, was es wirklich am Ende ist, das wäre natürlich einfach Glaskugel lesen. Ich wollte euch vor allem die Argumente mal bringen. Was genau ihr vermutet, was dann sein wird, das ist momentan mehr eine Sache von Glauben anstatt Wissen. Und eine Sache will ich hier definitiv euch noch mitgeben, denn ihr seid ja hier für einen gewissen Grund auf dieses Video gekommen. Und zwar, ich weiß, ich werde ein bisschen Überlänge machen, aber das ist mir bei dem Thema einfach komplett wert und ich hoffe, ihr seid auch immer noch dabei. Wenn wir uns das Ganze mal angucken, bei all dem ist der allerwichtigste Faktor, wir, der Mensch. Wir müssen uns klar sein, welchen Einfluss wir haben. Wir bestimmen ja, wie viel AI in den jeweiligen Produkten drin steckt. Ob jetzt Duolingo einen Backlash bekommt, weil sie alles nur noch mit KI machen. Ob wir uns zuballern lassen von KI auf Instagram oder auf irgendwelchen anderen Plattformen oder ob wir irgendwann sagen, boah, nee, irgendwie finde ich es doch am coolsten, wenn es ein Mensch macht oder zumindest ein Mensch mit einer KI, dass beides zusammen funktioniert. Das ist genau der Faktor, der hier am relevantesten ist, würde ich behaupten. Und hier habe ich nochmal ein paar Sachen für euch, die wir definitiv nicht vergessen dürfen. Wenn wir davon reden, dass wir Jobs verlieren, dann ist das wirklich schlecht? Ich zitiere nochmal ganz kurz Fritze. Ist die Arbeit denn eine unangenehme Unterbrechung der Freizeit oder ist es tatsächliche Erfüllung? Und genau diese Frage müssen wir uns für viele Jobs stellen, für wahrscheinlich jeden Job. Denn vielleicht wird es möglich sein, einen Job, zumindest da die Aufgaben zu automatisieren, die uns keinen Spaß machen. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo wir sehr, sehr viel machen können. Ich hasse es, Steuererklärungen zu machen. Ich kann es wirklich nicht leiden. Das meine ich komplett ernst. Ich kann sowas wie Buchhaltung nicht leiden. Ich will das sowas von automatisieren, aber ich würde niemals automatisieren wollen, euch hier ein Video von mir zu zeigen oder die Slides zu bauen. Das macht mir einfach sehr viel Spaß. Das Zweite, was man da aber immer bedenken muss, ist die Wirtschaftlichkeit. Und hier werden natürlich die Unternehmen auch immer wieder gucken, ist der Mensch günstiger als ein KI-Modell? Ist der Mensch effizienter plus günstiger? Also ist quasi die Kombination von mehreren KI-Modellen, ist das vielleicht in der Lage, den Mensch sinnvoll effizienter zu machen? Oder gar, wenn ich 5 KI-Modelle habe und die alle zusammenarbeiten, das können ohne den Mensch, oder was ist eigentlich das günstigste und das wirtschaftlichste für mein Unternehmen? Und das ist eine Frage, die kann man aktuell nicht wirklich beantworten. In vielen Fällen kann man sagen, ja, Menschen sind schon langsamer geworden als eine KI, aber in vielen anderen Fällen, wo viele Leute online behaupten, boah, das wird 100% von der KI ersetzt werden, würde ich sagen, weiß ich nicht, glaube ich nicht so ganz dran. Denn auch sowas wie Videos zum Beispiel, da steckt immer eine gewisse menschliche Prise drin. Gerade bei Musik zum Beispiel auch, das haben wir auch schon häufiger gemerkt. Da gab es auch wahnsinnig viel Backlash. So, das nächste ist aber auch, viele Jobs müssen wir einfach ersetzen. Also wir als Generation, entweder Gen Z oder Gen Alpha oder auch die Millennials, wozu ich wahrscheinlich gehöre. Wir müssen sehr viele Jobs ersetzen, weil wir mit einem demografischen Wandel und mit einem drastischen Fachkräftemangel zu kämpfen haben. Wir können einfach buchstäblich nicht alle Jobs für Leute, die in Rente gehen, wieder neu besetzen. Es gehen sehr viele Menschen jetzt dann demnächst in Rente und wir können uns glücklich schätzen, wenn wir die Arbeit, so wie sie gerade ist, weitermachen können und nicht irgendwie 50% der Wirtschaft wegfallen, weil die Leute einfach nicht mehr da sind.
Dementsprechend haben wir eine gewisse Position, dass wir das müssen und nicht wollen. Aber ja, führt die Nutzung von KI zu einem Shitstorm, dann wird es wahrscheinlich nicht wirklich kommen. Okay, das Dritte, was wir uns aber auch immer vor Augen halten müssen, ist, dass es, wenn es wirtschaftlicher ist, auch Konkurrenz geben wird. Und zwar Konkurrenz von beispielsweise KI-Firmen. KI-Firmen, die genau dieselbe Tätigkeiten machen wie wir. Und hier will ich einmal ganz kurz eine Geschichte von mir erzählen. Ich habe eine Werbeanfrage bekommen von einer Firma, die mit mir Werbung machen, also auf meinem Kanal Werbung machen wollte für KI-Influencer. Also kein Witz an der Stelle. Ich weiß nicht genau, wie seriös die waren, aber es ist tatsächlich jetzt ein Thing, dass KI-Influencer da sind und die wohl auch Geld machen wollen. Über zum Beispiel YouTube AdSense, über zum Beispiel Placements. Ich weiß es nicht genau. Und das sollte ich bewerben. Und natürlich werde ich jetzt in Zukunft wohl mit denen konkurrieren. Und da muss man sich dann immer fragen, kann man das? Also, wenn die automatisch Videos rausballern in allen Sprachen mit einer sympathischeren Person, als ich es bin, dann kann ich das vielleicht irgendwann nicht mehr machen. Und so geht es natürlich jedem Unternehmen. Und da muss man gucken, wo macht das überhaupt Sinn, wo kann man konkurrieren und wo ist es sinnvoll, vielleicht AI-augmented zu sein und zusammenzuarbeiten oder eben auch nicht. Das ist eine Sache, die können wir noch nicht beantworten und da ist auch sehr viel menschlicher Faktor drin. Vor allem der letzte Punkt, den habe ich jetzt schon ein paar Mal hervorgehoben, nämlich die menschliche Arbeitskraft als eine Art Luxusgut. Sprich, hat es eine Art handgemacht Qualitätsmerkmal, wenn ich jetzt hier diese Videos selber aufnehme? Oder sagt ihr trotzdem, ein KI-Sprecher hätte ich vielleicht besser gefunden, der hätte sich nicht so oft vertan wie du? Das ist genau die Frage, die wir nicht nur einmal stellen müssen, sondern regelmäßig neu evaluieren müssen. Und zwar für jeden Job. Gleichzeitig, um euch nicht komplett demotiviert zu lassen, möchte ich auch nochmal hier das WEF zitieren. Es wird geschätzt, dass 170 Millionen Jobs in den nächsten Jahren neu entstehen und 92 Millionen Jobs wegfallen. Dementsprechend haben wir ein Plus von neuen Jobs und nicht ein Minus. Es werden neue Jobs entstehen und nicht wegfallen. Sagt zumindest das World Economic Forum. Da gehen die Meinungen drastisch auseinander. Was sie sagen, ist potenziell auch einfach viel mit, hey, guck mal, man braucht Leute, die KI integrieren. Aber was, wenn KI mal integriert ist? Dann braucht man die Leute ja nicht mehr. Oder was, wenn KI das selber kann? You know. Dementsprechend ist auch das immer so ein bisschen, die haben auch ein Eigeninteresse und man weiß natürlich nicht immer, was hinten dran steht. Was ich aber auch gefunden habe, war von der OECD eine sehr, sehr spannende Aussage. Und zwar, dass wenn Arbeitskräfte oder wenn KI eingesetzt wird, dann ersetzt sie keine gesamten Arbeitskräfte, sondern immer nur einzelne Tätigkeiten von diesen Arbeitskräften. Und das ist genau der Unterschied zwischen Narrow AI und AGI, also allgemeine künstliche Intelligenz und normaler, nicht allgemeiner künstlicher Intelligenz. Die nicht allgemeine ersetzt einzelne Aufgaben, macht diese einzelnen Aufgaben. Zum Beispiel sowas wie E-Mails schreiben oder zum Beispiel sowas wie Meetings transkribieren und dann zusammenfassen und Aufgaben verteilen. Sie ersetzt aber nicht einen kompletten Job von einer Person, die wirklich alles macht, bis hin zu einer Person, die wirklich, keine Ahnung, ein vollständiges Business führt. Dementsprechend ist die Meinung von der OECD nicht, dass alles automatisch läuft irgendwann, sondern dass sich die Rollen, die wir Menschen haben in unserem Job, immer wieder drastisch ändern. Was allerdings zählt, ist hier natürlich vor allem die Wahrnehmung bei den Firmen. Wenn die Firmen denken, sie können einen Menschen vollständig ersetzen und sie tun es und werfen ihn einfach raus oder stellen niemanden mehr ein und es kommen beispielsweise keine Juniors mehr in den Job rein, weil Firmen denken, okay, wir brauchen in ein paar Jahren keine Seniors mehr und die Seniors gehen in Rente und wir haben keine Juniors mehr, die nachgekommen sind und dann ausgebildet wurden, dann hat man natürlich wieder ein Defizit an Arbeitskräften und genau dann hat man niemanden mehr, der sie einlernt. Dementsprechend, es ist so eine Art Waagschale. Man kann es nicht so genau sagen, wie weit das geht, aber ich will euch noch was mitgeben und hier einmal eine Art, ein relativ einfacher Graph, ja, für unsere Wirtschaft, wie das stark vereinfacht aktuell läuft, ja. Ihr arbeitet bei einer Firma, ihr bekommt Geld dafür, einen Lohn. Für diesen Lohn könnt ihr dann einkaufen. Ihr kauft wieder bei einer Firma ein. Mit allen Menschen gemeinsam haben wir eigentlich alles abgedeckt. Das heißt, Unternehmen bauen Produkte,
Die Arbeitnehmer bekommen das Geld, geben das Geld wieder aus bei ihrem Unternehmen oder bei anderen Unternehmen und so kommt es wieder in den Kreislauf. So ungefähr kann man das sehr stark vereinfacht mal darstellen. Ich weiß, da fehlen ein Haufen Variablen drin und ein Haufen andere Sachen drin und so schön sieht das leider in den meisten Fällen nicht aus. Was aber relevant ist hier für dieses Video, wenn wir folgende Situation haben, nämlich dass eine Firma keine Arbeitskräfte mehr braucht, dann bezahlt sie natürlich keine Arbeitskräfte mehr. Dann habt ihr als Arbeitskraft auch einfach keine Kaufkraft mehr und dementsprechend habt ihr auch keine Möglichkeiten mehr, bei einem Unternehmen einzukaufen. Das Unternehmen macht gar keinen Gewinn mehr. Das ist nicht unbedingt das Interesse der Unternehmen. So funktioniert das tatsächlich einfach nicht. Und das müsste man, also wenn das wirklich passiert, dass wir komplett ersetzt werden von den Firmen, dann sind die Firmen quasi dran, Kapitalismus abzuschaffen, so wie er in unserer heutigen Form existiert. Was dann denkbar wäre, und da haben auch schon viele gesprochen drüber, ist ein Universal Basic Income, also ein bedingungsloses Grundeinkommen, als letzte Lösung sozusagen. Aber braucht es das dann irgendwie überhaupt noch? Oder was ist dann genau die Situation? Das alles, also wenn dann quasi die Firmen einfach eine Automatisierungssteuer, das ist tatsächlich etwas, was vorgeschlagen wurde, eine Automatisierungssteuer an den Staat zahlen und der Staat das dann einfach als bedingungsloses Grundeinkommen an die Verbraucher zahlt und die dann halt wieder einkaufen gehen können damit. Was ist das dann für ein Kreislauf? Braucht man dann diesen Kreislauf überhaupt noch? Und vor allem, wie sieht das aus, wenn Firmen alle aus den USA sind und wir hier aber in Deutschland oder Europa sind? Brauchen wir dann ein globales bedingungsloses Grundeinkommen? Wie zur Hölle soll sowas ablaufen? Und was passiert, wenn Regierungen oder gar Länder, Plural, viel zu langsam sind? Das wissen wir alles nicht. All das ist auf der einen Seite schon mal da gewesen, in einer ähnlichen Form, nicht in dieser Form, aber in einer ähnlichen Form in der industriellen Revolution, wenn man das so betrachtet, dass es wirklich drastisch nach oben geht. Und auf der anderen Seite sind wir hier in Gewässern, die wir so nicht kennen. Wir wissen nicht, wo die Grenzen sind. Wir wissen nicht, was passiert, wenn Stargate mit super effizienten Algorithmen ein krass potentes neuronales Netzwerk ausführt. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht, was passiert mit der Wirtschaft, wenn plötzlich Menschen einfach nicht mehr gebraucht werden. Das sind Themen, die wir so nicht beantworten können. Aber ich glaube, ihr habt jetzt wahnsinnig viel Input von mir bekommen, von einer sehr intensiven Recherche, muss ich tatsächlich dazu sagen. Nicht eine meiner intensivsten, aber zumindest eine in den intensiveren. Und ich glaube, es sind sehr viele Faktoren. Es sind nicht nur die technischen Faktoren. Ich glaube, das vergisst die technische Community öfters mal, wozu auch ich gehöre. Ich habe mich ja auch eines Besseren belehren lassen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man sowas machen kann, dann kann es immer sehr schnell ein Startup geben, ein Projekt geben, das plötzlich sehr disruptiv für die gesamte Ökonomie sein kann. Und ja, ich bin sehr gespannt, was hier noch alles passiert. Ich werde selbstverständlich noch mehr über dieses Thema berichten, aber ich wollte euch heute erstmal abholen, was hier eigentlich gerade in der aktuellen Debatte passiert und ja, warum das so unfassbar wichtig ist. Ich wünsche euch demnach noch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal im Cyberspace. Ciao.